Das höchst finanzierte Kickstarter-Projekt Weltraumsimulation, 15 Millionen hat es eingespielt und wir haben heute den Entwickler und Game Designer da, Chris Roberts. Hey, und auch nicht zu beachten ist der wunderschöne Michael Graf von der Gamescom. Vielen Dank. Super, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja, herzlich willkommen zur Fragestunde zu Star Citizen. Maxi hat gerade Chris Roberts schon vorgestellt. Er ist der Entwickler. Wir sprechen gleich mal ein bisschen allgemein über Star Citizen. Wir machen das immer so. Chris spricht natürlich Englisch, er kommt aus Amerika. Ich übersetze es dann auf Deutsch. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Ja, ich auch. Es wird bestimmt super. Ich habe es geübt. So, we'll just start chatting a little bit about Star Citizen. Can you tell us what the game is about? Okay, if you've ever wanted to fly around in space from a planet to another planet, adventure, make your fortune, you know, watch Star Wars, Magic Han Solo, I think that's pretty much Star Citizen. Also es ist ein Weltraumspiel, man fliegt von Welt zu Welt, führt dort eine Karriere, versucht ein Vermögen anzuhäufen und sich eben in dieser Welt was zu erarbeiten. Im Prinzip geht es darum. So eine lebendige Online-Galaxis, in der man sich dann eben als Pilot verdienen kann. And you finance this via crowdfunding. Das mit Crowdfunding finanziert, unter anderem mit Kickstarter. So what was that like? It's amazing. I mean, actually, we got a cheeky, like, see a Squadron 42 t-shirt there, so I think that's possibly someone that's helped finance the game. But no, I mean, it's a lot of people that love space games, space sims, back the project. We're getting to make the project without the involvement of a publisher, investors, just people that love this kind of game have helped us make a game of this level of ambition with no compromises. And so for someone that loves this kind of game and making a really great game, it's the best situation I could ever be in. So thank you to everyone that's backed it. Also, okay, die meisten haben es verstanden. Ich übersetze es trotzdem mal schnell. Für Chris ist das die beste Situation, die er sich vorstellen kann, dieses Spiel von den Fans finanzieren zu lassen. Unter anderem von dir hier vorne, du hast sogar das passende T-Shirt an, sehr gut. Weil er keinen Publisher braucht. Er muss sich dann nicht an irgendwelche Milestones halten, er muss keine Gewinnerwartungen erfüllen, sondern kann genau das Spiel entwickeln, das die Fans wollen. Und das will doch eigentlich am Ende jeder Spieler und auch jeder Entwickler. So, perfekte Situation. Wenn übrigens jetzt jemand Fragen hat zu dem Spiel, Chris weiß ziemlich viel darüber, wir können jetzt also im Prinzip anfangen, Fragen zu stellen. Maxi wird dann mit dem Mikrofon durch die Menge stürmen und eure Fragen entgegnen. Wenn jemand Fragen hat, reden wir einfach ein bisschen weiter. So, if anybody has got questions, they just need to shoot. Yeah, absolutely. Maxi will take them, and you probably know a lot about the game, right? I may know a little bit about the game, we'll see. Yeah. Also er weiß ein bisschen was über das Spiel. Gibt's Fragen, einfach die Hand in aller Sicht. Hi Chris, so what will the Catalyst buyers see on Saturday in the hangar? Okay, just let me translate it for a second. Am Samstag findet ja hier in Köln ein Fan-Event statt zu Star Citizen und die Frage war, was man dort zu sehen bekommt. Nicht exakt. Not exactly. Die Frage war genau, es gibt ein Schiff, ein Piratenschiff im Spiel, das ist die Catalyst, die ist bisher noch nicht vorgestellt worden. Und alle anderen Schiffbesitzer kriegen ihre Schiffe vorgestellt, nur die Catalyst werden wahrscheinlich irgendwas anderes sehen zu bekommen. Da ist die Frage, ob Chris schon irgendwas teasern kann, was die Catalyst-Owner dann sehen werden. Okay, danke. So, well, the very first version of the hangar, which every backer will be able to download and have on the machine next week on Thursday. We're going to show it on Saturday at the event. Only have the first 5 ships that we announced in the campaign. The Cutlass will be later, probably in a month or 2, because we're still building it in the engine, so it's not finished fully in the game. So at the moment it's just the Aurora, the 300i, the Hornet, the Freelancer, and the Constellation. The ships that you'll see in the later ships will come along over the next 3, 4, 5 months. Okay, also du hast es wahrscheinlich verstanden. Hast du jetzt alles gemerkt? Ich glaube, die Schiffe vielleicht, mal gucken, ob ich es noch zusammenkriege. Also, es wird so sein, es wird ja zunächst ein Hangar-Modul veröffentlicht von Star Citizen. Das ist im Prinzip, kann man sich
vorstellen wie eine Weltraumgarage, wo man, wenn man das Spiel unterstützt hat als Fan, also finanziert hat über Crowdfunding, schon mal so ein bisschen um seine Schiffe herumschlendern kann. Um sich das anzuschauen, was man dann später im Weltraum fliegen wird. Und dieses Hangar-Modul wird in mehreren Versionen veröffentlicht. Nächste Woche wird es die erste davon geben, die wird jetzt auch schon bei dem Fan-Event gezeigt. Und die wird erstmal nur 5 Schiffe enthalten, die ich mir jetzt natürlich total gut gemerkt habe, nämlich unter anderem die Aurora und die 300 Eyes, so 5 ships. Can you say the 5 ships that are going to be in the start? The 5 ships that we started in the campaign, when we first launched, you could go for 5 different ships, and then later as the campaign went along, we announced some extra ships that are special. But only the first 5 are finished in engine yet. We're building them, but that's in crowdfunding, we're sharing everything as we go. And so as they come online, then we'll let our backers see the ships as they go. So right now we start with what the very beginning ones, and it will grow over the next. I mean, the game is ways off to be finished yet. Yeah, obviously. Also, am Anfang werden die Schiffe jetzt erstmal drin sein, die schon fertig gebaut sind, weil das Team momentan natürlich noch sehr mit Hochdruck logischerweise an Star Citizen arbeitet. Und wenn die Schiffe jetzt nach und nach fertig werden, werden sie auch nach und nach in das Hangar-Modul eingebaut, damit man sich da auch immer mal wieder neue Sachen anschauen kann. Es lohnt sich dann auch da drin oder damit dabei zu bleiben und nicht nur am Anfang mal kurz die Schiffe anzuschauen und dann nie wieder zu kommen. Also wir werden dann nach und nach hinzufügen. Thank you. I have a question over here. Hi Chris, I'm from the UK. How difficult is it for Wing Commander having $15 million worth of backers and 4 million people watching your game from a Wing Commander to one publisher? So the question is how different the game is from Wing Commander. So do you want to tell everyone in German first and I'll answer? How difficult was it for Wing Commander? How different is it funding the game from Wing Commander? How different is it me getting the game funded this way than when I did Wing Commander? Okay. Now we got it. Also die Frage ist, was, ich hoffe ich sage es richtig, wie sich die Arbeit an dem Spiel unterscheidet, wie sich die Arbeit an Star Citizen, an dem fanfinanzierten Spiel jetzt unterscheidet zur Arbeit, die du damals an Wing Commander geleistet hast. So it's pretty different because when I made Wing Commander, it was a very different time. So I made that as a freelancer, and I spent maybe $100,000 for extra time, resources to work on it, versus Star Citizen. In today's world, you build something, you have to have all this detail, all the chips. So the actual game itself is going to cost about $20 million. So it requires a lot more money to do it in the fidelity that we're doing. But I don't mind. The world's a lot more detailed and cool. So. Also Wing Commander hat damals sehr klein angefangen. Chris war damals ein freier Mitarbeiter quasi bei Origin und hat erstmal ein bisschen Geld in das Spiel investiert, aber viel weniger als heutzutage ein Spiel investiert werden muss. Is that $100,000? Yeah, well, it was my time, and then I spent about 100. It was me for a year, and then the last 6 months, other people joined, and that was about $100,000 at the time in 1990 and 1989. So. Much cheaper to make games back then now. Also 1989 war das. Er hat $100.000 investiert, er hat erstmal ganz alleine dran gearbeitet. Später sind dann noch ein paar andere Leute dazugekommen. Das ist kein Vergleich mehr dazu, wie Spiele heutzutage entwickelt werden. Heutzutage sind das Millionenkosten, die da investiert werden. Die Teams werden größer. Your team today has, you told me a few days ago, about 80 members around the globe. No, I recalculated, we're about 100 right now, so 50 on staff. And 50 contractors, and there's still more people that are joining. So I think we will be at the height probably somewhere between 150 and 200 people working on the game. So it's as big as a big publisher game, but all our money goes just to the game. There's no marketing, there's no sales. It's fun. Also während das früher wirklich nur eine Handvoll Leute machen konnte, hat Chris heute allein schon ungefähr 100 Menschen weltweit, die an dem Spiel arbeiten, 50 intern, 50 extern, und er schätzt, dass es ungefähr zu den Höchstzeiten, also zu den Hochzeiten der Entwicklung, ungefähr 200 Leute sein werden, die an Star Citizen arbeiten, die natürlich auch bezahlt werden wollen. Also die Menge der Leute unterscheidet sich gar nicht so sehr zu der Menge von Leuten, die man braucht, um ein Spiel bei einem Publisher zu machen. Also es ist einfach ein riesengroßes Projekt. So, hat noch jemand eine Frage? Kann auch gerne einer auf Deutsch stellen, dann können wir übersetzen. Oh nein, ich bin Englisch, das passt schon. Ja. Let's talk a little bit longer, sorry.
Kickstarter video, and I'm very impressed with it, obviously. But I'm somewhat concerned about the technical viability. Like some other people here, I imagine I play online, and that's quite a bit simpler in some respects. Like custom server kits, various improvements that gives you projectile path calculation and all that. And still leaves like 10% time dilation to do the work and bigger fights. I'm wondering how Star Citizen is planning to address that. Should we use an extensor or? Okay, so I got the question, you're concerned about technical viability and something about projectiles. So if I come a little closer, I can hear you. Just a little louder. I played EVE Online, I played that one, and that's a lot simpler to calculate because it has no projectile trajectories, simple movement vectors, and 1 second turret kicks and so on. And I'm wondering how Star Citizen will address that because EVE Online still barely works in bigger fights. Okay, so I'm still not, I'm free here, let me get closer. Okay, right, tell me here. Yeah. Right. Okay, so I get it. So you're worried about how we're dealing with projectiles because EVE Online has problems, even though it has simpler, it's just straight laser bombs. Right. Okay, so I understand the question now. I'll come back. Oh, Mission. Okay, as far as I got it, ihr müsst euch das so vorstellen, hier unter der Bühne versteht man manchmal nicht so richtig, was von euch gefallen wird, wenn ihr direkt unter den Lautsprechern steht. Das liegt nicht an dir, sondern auch ein bisschen an uns. So, as far as I got it. Deine Frage war, wie Chris diese Online-Umgebung und Kämpfe in dieser Online-Umgebung behandelt, wenn die in Echtzeit stattfinden. Wichtig und nicht wie EVE Online, wo alles automatisch abläuft und das Spiel logischerweise nur Treffer berechnen muss, sondern wo man wirklich eine Action-Steuerung hat und direktes Trefferfeedback kriegen muss, wie man das Server-Lags und sowas in den Griff kriegt und so weiter. Okay. Super, Michel. Applaus für Michel. Tolle Übersetzung. Okay, so my answer is that we're pretty different than EVE Online because our scale is much smaller. So, EVE Online has battles with thousands of ships. You should think about Star Citizen in any one combat. It's going to be closer to something like Battlefield 3 or 4. So, we're not quite sure how many people we can have in one area to fight. That's why we're doing this, we're calling it the dogfight module at the end of this year, which will just allow the players to take the ships they have, they'll have the hangar module in space, fight against other players. No story, no big consistent universe, but we're going to use it to balance the gameplay and test how many ships we can have, what the issues are. So we're concerned, we want to make sure it's fun and you have the fidelity that you have for proper dogfighting. And so in that case, the answer is we're probably going to have a lot less ships, and I don't know whether it's somewhere between 30 or 100 ships in one area, but we'll cap it at a much lower number than EVE because our detail is much more first-person stuff. So that's the way that we solve the problem. Okay, man muss sich die Kämpfe tatsächlich in Star Citizen anders vorstellen als die in EVE Online, nicht nur wegen der Steuerung, wie du es gerade angerissen hast, sondern weil es tendenziell auch so sein wird, dass weniger Schiffe an den Kämpfen teilnehmen. Wer EVE Online kennt ein bisschen, weiß ja, dass da teilweise Hunderte, Tausende, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sehr, sehr viele Schiffe aufeinanderprallen. Und dadurch ist natürlich eine Action-Steuerung und eine Echtzeitberechnung relativ schwierig, weil da natürlich eine extreme Serverlast entsteht. In Star Citizen wird das anders sein, es werden weniger Schiffe an Schlachten teilnehmen können. Er weiß noch nicht genau, wie viele, was das dann am Ende sein wird, hängt wahrscheinlich auch von den Hardware-Voraussetzungen ab, vom Detaillevel der Schiffe und so weiter und so fort. Daran wird logischerweise noch gearbeitet. Aber es werden eben weniger Schiffe sein und dann wird es auch einfacher sein, diese Kämpfe in Echtzeit darzustellen und in Echtzeit zu berechnen. Und das wird man auch ausprobieren können, denn Ende des Jahres, im Dezember, wird es das Dogfighting-Modul geben. Das ist das nächste Spielmodul, das man schon mal testen kann als Crowdfunding-Unterstützer nach dem Hangar-Modul. Und da kann man dann schon mal mit den Schiffen, die man sich vorbestellt hat, im Weltraum ein bisschen kämpfen und gucken, wie sich das dann anfühlen wird. Right. I hope everyone got that. Actually, I could tell them anything about that. Yeah, I know. But Einmal hier und
Hi Chris, I have two questions about countermeasures. In freelance the modern fighter jets have flares to avoid missiles. But the freelance you also could avoid missiles by a flying skill. And I wanted to ask if you will be able to avoid missiles by flying skill specifically. So, okay, you hear that, Michael? So he was asking, the question was about, he's assuming that there's countermeasures in the game like flares, and he wants to know whether you can avoid missiles with flying skill as well as countermeasures. Okay, now that's dependent on the engines, whether I can avoid them? Well, I think the question was, okay, I understand that you can use normal countermeasures like flares, like you would in a fighter jet, but can I use my flying skill to also avoid a missile? Okay, also es geht im Wesentlichen darum, ob man in den Kämpfen einfach das Schiff so clever und schnell steuern kann, dass man einer Rakete ausweichen kann, sogar in Echtzeit. Yes. So the answer would be a qualified yes. So generally missiles have a better turning radius than a bigger ship, but if you are smart enough to have a missile following you and you pull up at the last minute and maybe there's another ship in the way, you can probably lead it into another ship. Because and it also depends on the missile. So we have missiles that are heat-seeking, image recognition, all the rest. So some are easier to fool, some aren't, but a certain amount of flying skill will definitely help you out. And thank you for backing, by the way. Oh, what is that, by the way? He's got the Star Citizen card. Great. So you're back as well. Yeah. Awesome. Die Antwort darauf ist ja, man kann Raketen ausweichen, man kann Raketen folgen einer bestimmten Flugbahn. Wenn man clever fliegt, kann man die Rakete so austricksen, dass man ihr irgendwann aus dem Weg fliegt. Hängt aber natürlich auch ein bisschen davon ab, von welcher Rakete man gerade verfolgt wird. Es wird unterschiedliche Typen geben, darunter hitzesuchende Raketen, und das wird dann natürlich auch unterschiedlich schwierig sein, denen auszuweichen. Okay, nächste Frage. Ihr könnt auch gerne auf Deutsch fragen, dann verstehe ich es besser. Oder einfach mal beides, Englisch und Deutsch vielleicht. Das wäre ja. Das wäre Luxus, gell? Wird es auch möglich sein, alleine zu spielen, ohne Hilfe? Also sozusagen als Freelancer? Oder man Hilfe benötigen, um die reinzukommen? Ja, schöne Frage. Also wird es auch möglich sein, komplett alleine zu spielen? Also meinst du auch offline eigentlich? Oder wirklich nur ganz... Online. Also online für dich. Okay. Also ob es auch möglich sein wird, in dieser Online-Galaxis komplett für sich alleine zu spielen, ungefähr so, wie man damals Freelancer gespielt hat. So the question is, whether you will be able in the online galaxy of Star Citizen to play by yourself, like the same way you played Freelancer before. When online. While being online. So the way the game is set up is that when you're online, if you want to have a more personal experience, you can tell the game that you don't want to see so many other players, and it will put you in space with other AI versus other players, or it will put you in space with players that won't be hostile to you. So you won't have to engage. If in most of this space, compared to some areas on the outside of the galaxy, that it's dangerous. And if a player wants to attack you, they can play you, but a large part of the galaxy is sort of a safer area, and if you don't want to engage in PvP, the game will deliberately not match you with other players that will attack you. So that experience should feel much more like Privateer or Freelancer. Oh yeah, thank you. Es wird so sein, dass insbesondere im Innenbereich der Galaxis, oder andersrum gesagt, in den Außenbereichen der Galaxis geht es ziemlich unsicher zu. Wenn man da einfach so rumfliegt und sich denkt, ja, ich habe einen schönen Tag alleine, dann kann es schon sein, dass man von anderen Spielern angegriffen wird. Weil es ist ja ein gesetzloser Raum. Im Innenbereich der Galaxis, sozusagen im zivilisierteren Gebiet, wird das Spiel darauf achten, dass einem keine Spieler zugewiesen werden, die einen dann irgendwie angreifen können und einfach so zerbröseln, also dass man nicht einfach irgendwie unfair fertig gemacht werden kann, sondern da hat man dann auch viele KI-gesteuerte Schiffe um sich rum, sodass man da auch im Prinzip ganz alleine in Ruhe gelassen wird und ganz alleine abenteuern kann, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass einem irgendwas Schlimmes widerfährt. Beantwortet das ungefähr die Frage, oder war das... Ja, okay. And one thing I'd like to add is, just because you're not playing against other players, it doesn't mean some of the AI, like the big bosses, the pirates, will be easy. So when you just PvE, to use a online term, isn't necessarily going to be that easy in the dangerous areas. So it won't necessarily be a way to sort of like
easily make money. In the game, that is. Also, er sagt, dass auch wenn man nicht gegen andere Spieler kämpfen will, man da natürlich trotzdem Herausforderungen hat, auch im PvE, also auch im Kampf gegen computergesteuerte Gegner. Es wird auch Piraten geben, die man jagen kann, Aufträge, die man annehmen kann, und auch die werden ganz schön knifflig sein. Also man kann sich nicht einfach sagen, dann schieße ich halt hier die KI-Schiffchen ab und dann kriege ich schon irgendwie easy Geld zusammen, sondern man wird auch da Herausforderungen haben, wenn man keine PvP spielt, also wenn man nicht gegen andere Spieler antritt. Es wird auch knifflige KI geben. Okay, gibt es noch eine Frage? Da. Hi Chris, my question is, if you are a big clan or guild, is it possible to build a space station as a point of defense or from where you can start colonize other planets? Ja, die Frage ist, ob man Raumstationen betreten kann, um andere Piloten zu treffen oder sogar zu kämpfen. Also Housing eigentlich, oder? Like a housing, Ob man eigene Stationen besetzen kann. Okay, genau, das ist die Frage, ob man eigene Raumstationen besetzen kann im Spiel. So, did you get it? Yeah, no, I got the question. So you already translated, right? So you definitely will be, as a big clan, able to control space station, asteroid base. We have certain what we call persistent locations in space. And we're not sure whether you can build them yet. You'll definitely be able to capture them or maybe buy them. And we're considering the ability to have clans make money so they can build these, whatever you want to think of them, like a space fortress or something. But the other part of the gameplay is they're always going to be in space and vulnerable. So if you're a clan and you have this, you have to make sure that you're protecting it all the time, because someone may, like if everyone's in bed, and you don't have NPCs protecting it, and some other clan could come and steal it from you. But it's part of one of the dynamics we want in the universe, to have conflict between the different player groups. So basically the story of the universe is partly generated by all the players. Okay, so just one question I got back to you is, you won't be able to do this from the start, right? You mean from the very beginning of the game? Or? Yeah, will you have this option from the very beginning of the game? From the beginning of the final game, there will be locations that you can capture as a group, and then you just need to run and hold on to. But you won't, I mean, as an individual you could even capture them, but there's no chance you're ever going to be able to hold on to it. So generally a big group, this will be what I think big groups would find over in the universe. Also es wird die Möglichkeit geben, direkt wenn Star Citizen rauskommt, bestimmte Locations zu erobern im Weltraum, also zum Beispiel Raumstationen, insbesondere Raumstationen, welche Locations sollte es im Weltraum sonst geben, und die dann auch mit seinem Clan zusammen zu halten und zu verteidigen. Also sozusagen, dass man sich so eine eigene Clan-Base einrichtet. Man kann dann auch computergesteuerte Verteidiger anheuern, die diesen Punkt für einen verteidigen, wenn eine gegnerische Gilde kommt und einen das wegnehmen möchte. Das wird dann auch Vorteil. Gilden und Clans unterstützt wird in Star Citizen. Well, so there was a little bit of what we were talking about, being able to hold on to large parts of persistent real estate, which would be useful, like if you're a pirate guild, if you have an asteroid base that you can keep your missiles and weapons and supplies on, and it's close to a trade lane, it makes you a better pirate clan to attack the trade lane. So we're definitely going to have locations around the universe that will be built for large group play, and we're sort of building, so the way that we're thinking with Star Citizen is that we're building it for someone that wants to play as a single player, someone that wants to play with a small group of friends, so think of that more like the Battlefield model where you and 3 or 4 of your friends, and we're also building gameplay that works for a large group of people, and there's different objectives and things for them to do. So the idea is, just like in real life, people can be lone wolf or they can work as part of a group. But we're going to allow bigger groups to own, say, a factory, like an economic node on a planet, to maybe get more involved in controlling the commerce or controlling an area of space. So there's definitely gameplay for the various groups, including big guilds. So. Okay, thank you. Chris hat erklärt, dass Star Citizen für sie auf mehreren Ebenen funktionieren soll. Die erste Ebene ist ein bisschen das, was du vorhin gefragt hast, dass man alleine spielen kann. Die zweite Ebene ist, dass man mit ein paar Freunden zusammen spielen kann, zum Beispiel mal gemeinsam ein größeres Raumschiff bemannt. Und die dritte Ebene ist, dass Star Citizen auch für Gilden und Clans gut funktionieren kann,
Also dass auch die dort was zu tun haben. Das spielt auch ein bisschen die Frage rein, die du gestellt hattest. Es wird dort bestimmte Schauplätze geben, die man erobern oder kaufen kann. Das Beispiel, das er gerade genannt hat, ist, dass es eine Piratengilde gibt, die sich eine Asteroidenbasis aneignet in irgendeiner Form, um dort ihre Raketen aufzubewahren, falls sie mal irgendwie während des Kampfes neue Raketen braucht, dann können sie da hinfliegen, neue Raketen einladen und weiter geht's. Damit ist man dann eine noch bessere Piratengilde. Also das ist zum Beispiel eine der Sachen, die getan werden für Gilden, damit man sich in diesem Universum auch tatsächlich mit ganz vielen Spielern und Spielerbündnissen zusammen sinnvoll irgendwie interagieren kann. Diese Gilden können dann natürlich auch gegeneinander kämpfen. Wenn eine zweite Piratengilde kommt und sagt, hey, deine Asteroidenbasis, die hätte ich mal gerne, die Raketen, die drin sind, finde ich auch ganz cool, dann kann man da natürlich auch ein bisschen mal die Köpfe zusammenstoßen und gegeneinander antreten. Okay, that sounds good. I don't know what he says. That sounds good. The other thing that I'll add is that later this year we're rolling out a feature on the website, the community site, that will allow organizations so you can start your own group and have people join, and you can have your own private forums, and you can have multiple ones of those, and those organizations will carry across into the game. So that's how the guilds and the groups will get formed, that the game will know. And later on in the hangar, you'll be able to invite friends in your organization to come visit your hangar and stuff. So we're building good support for that. Also es wird so sein, dass irgendwann im weiteren Verlauf des Jahres Sie den Community-Teil Ihrer Website neu starten oder beziehungsweise mal richtig starten. Dann wird es dann so sein, dass Organisationen, die sich gründen, Gilden, die sich gründen, ein eigenes Forum auch aufbauen können, in dem man unter sich ist und sich da unterhalten kann. Und es wird dann auch so sein, dass man im Spiel andere Gildenmitglieder oder Freunde einladen kann, zum Beispiel in das eigene Hangar-Modul und sagen, komm, wir laufen mal ein bisschen gemeinsam hier um die Schiffe rum, um sich dann schon mal darauf vorzubereiten, wie es später im Spiel dann tatsächlich sein wird. Okay, gibt es noch eine Frage da? Gibt es dann eventuell auch so Nebenaktivitäten oder geht es dann wirklich bei den Spielen nur ums Kämpfen? Oder ist es dann vielleicht auch möglich, ich meine, die Raumschiffe sind ja schon originalgetreu gebaut, im Vorbild von Autos oder so, dass man sagt, okay, wir haben jetzt mal eine Messe, nächstes Jahr, das Spiel ist jetzt ein Jahr raus, wir haben eine Messe und da werden die neuen Raumschiffe vorgestellt. Man kann in-game quasi auf so eine Messe gehen. Also so Nebenaktivitäten, wie im GTA beispielsweise, um die Welt belebbar zu machen. Okay. Also die Frage ist, ob es auch sozusagen was du meinst, sind ja quasi so Spezialereignisse im Universum, die einfach das Universum beleben, wie eine Raumschiffmesse. Das passt ja zu Gamescom auch so ein bisschen. So the question is, when there will be special events in this universe that bring a life to it, and the example he said was, when there will be trade shows for spaceships, like the Gamescom is a trade show for games. Yes, that's a great idea. But they're definitely going to be live events. So like one of the big goals of Star Citizen is the universe itself lives. So I've already talked about how your character has a lifeline and you get older and at some point you die and your next of kin take over. So we're going to have a progression of time, and then also there'll be events where the universe itself will change, the politics will change, and players can get involved in the different actions that maybe influence what happens. So it's very much meant to be a living universe. It's partly determined by what the players do, and then we see what the players do, and then we write some extra fiction and build it into it. So everyone feels like their efforts are helping shape the universe. Also es wird so sein, dass Star Citizen, einerseits super Idee, ich sag's nochmal, und es wird so sein, dass Star Citizen als lebendige Online-Galaxis angelegt ist, die sich auch weiterentwickelt. Eine dieser Sachen, die dazu beiträgt, darüber haben Sie schon vor einiger Zeit gesprochen, das ist nämlich, dass der eigene Pilot im Verlauf des Spiels auch altert. Also Zeit schreitet fort im Spiel, man kann älter werden und man kann dann tatsächlich auch sterben. Der eigene Erbe übernimmt dann die Karriere und erbt auch alles, was man sich bis dahin erarbeitet hat. Und genauso wird sich das Universum bzw. die Galaxis beispielsweise politisch weiterentwickeln. Was auch immer das heißt. Vielleicht finden da Kriege statt, vielleicht verschieben sich irgendwelche Grenzen. Und das soll dazu, und Chris sagt auch, dass natürlich die Spieler sehr viel dazu beitragen sollen, dieses Universum zu beleben, unter anderem nehme ich an über die Clankriege, über die wir gerade gesprochen haben, aber dass natürlich sein Team dann auch reagieren wird auf die Dinge, die die Spieler tun und entsprechend die Geschichte des Universums mit und weiter gestalten wird. Also wird so ein Zusammenspiel werden zwischen Entwicklern und Spielern, die das Universum weiterentwickeln. Okay, good. Okay, nächste Frage. Hi Chris. Hi. What are the possibilities for explorers? Was sind die Möglichkeiten, die man als Erkunder haben kann? So, except from discovering jump points,
What can we do as an explorer? So did you hear that, Michael? Actually, no. Was man alles so entdecken kann, was halt, wie groß eigentlich dann auch die Welt ist im Endeffekt, oder? Was man vor allen Dingen als Erkunder machen kann. Also, Okay, so, ja, genau. Also was man machen kann, wenn man als Explorer sozusagen unterwegs ist. Okay, danke. Okay, so there's quite a few extra things that we're doing for explorers. So I mean, actually, one thing that's interesting for everyone here is that when we did the initial crowdfunding, we did a survey for all our backers to say, what do you want to do in the game? Do you want to be a bounty hunter, a pirate, a merchant, explorer? And I was thinking, well, maybe most people like to have combat. But actually, 67% of the people that responded wanted to be explorers. So, which was really kind of cool. So based on that, we actually started to think about more things that we can do for explorers, and that's actually kind of one of the great things about having the community part of the development so early. You sort of know what supports people. So besides just discovering jump points, there's a lot of extra stuff where any system will have some areas that are basically charted. There's a lot of areas that you'll have to fly into space to map. And you can maybe discover like an asteroid field, and that asteroid field may have minerals in it. And then you can, as you map it, it will show up on your navigation map on your computer, and you can send those points to your friends, or you can potentially sell them to a store for them to sell everyone else, and you can get a royalty for it. So you can do mapping beyond just discovering jump points. And there's some other things that we're working on in the exploration, but basically there's a fair amount of sort of discovery that we're going to let explorers. So the idea is that almost 70% of the actual usable space is unexplored. And so the explorers can sort of fly around, and a lot of it may just be empty space, but then you'll occasionally find something special, an alien rat, or an asteroid field like it's a mineral field. And you'll have that. Do you want to share it with your friends? No. That was a long answer. Okay. So how many percent of people wanted to be explorers? 67%. 67. Yes. Okay, also. Chris hat erzählt, dass sie, als so die erste Crowdfunding-Welle abgeschlossen war, eine Umfrage gemacht haben unter den Spielern, was wollt ihr denn später mal im Spiel werden? Und sie haben dann gedacht, okay, die meisten sagen Pirat, Söldner, Kopfgeldjäger, also irgendwas, was mit Kämpfen zu tun hat, oder Händler vielleicht. Nein, tatsächlich haben 67% gesagt, sie wollen Explorer werden, also sie wollen das Universum erkunden, dort neue Dinge finden, sie wollen eine Galaxis vor sich haben, in der sie sozusagen mit Stempel aufdrücken können, die sie bereisen können, sozusagen der Christoph Kolumbus Raumschifffahrt ungefähr. Und es wird dadurch haben sie erst gemerkt, wie beliebt dieses Erkunden sein wird und dann gedacht, oh, okay, wir müssen natürlich auch diesen Leuten Inhalte bieten, damit sie dort auch tatsächlich was zu tun haben, also genau das, was du gefragt hast. Und eine von den Sachen, die man da unter anderem machen kann, ist, dass man neue Sprungpunkte entdeckt in neue Systeme. Also tatsächlich dann in unbekannte Bereiche des Weltraums vorstößt. 70% des Raums der Galaxis, den man theoretisch betreten kann, wird am Anfang des Spiels noch nicht aufgedeckt sein. Also es wird sehr viel Raum geben, den man da erkunden kann. Und wenn man diesen neuen Sprungpunkt entdeckt hat, kann man sagen, okay, den teile ich mit meinen Freunden, dann sind wir da vielleicht eine Weile unter uns, bis noch jemand ihn entdeckt. Oder man verkauft ihn irgendwie auf dem freien Markt, dann macht man noch ein bisschen Geld damit. Und davon abgesehen soll es noch viele weitere Sachen geben, die man in diesem Weltraum entdecken kann. You agree? Sorry. Okay. Die man im Weltraum entdecken kann, zum Beispiel Asteroidenfelder oder irgendwelche anderen spannenden Dinge, Systeme, in irgendwelchen Sonnensystemen. Also da wird es noch viele Dinge geben, die in den nächsten Monaten noch angekündigt werden. One personal question I got about that is when you can name systems you discover. Well, it sort of depends. So, like, for instance, on a jump point, when you discover it, you can file your claim. Now, if you file the claim, it can be named after you. But if you file the claim, it becomes public. So you always have this dilemma: do you want to keep it private and only for you or your friends? But if you keep it private and someone else discovers the same jump point, and they file a claim, and it'll be named after them instead of you. So it's sort of up to you when you discover things, whether you want to share it with the world or not. Okay, also es wird tatsächlich so sein, dass man entdeckte Systeme einen Namen geben kann, die werden nach einem selber benannt. Also man kann tatsächlich diesem Universum seinen Stempel aufdrücken. Es geht aber nur, wenn man dieses System tatsächlich publik macht, also man anderen Leuten davon erzählt und die Koordinaten weiterverkauft, sodass es jeder besuchen kann. Wenn man einfach sagt, das ist mein privates System, ich will da unterwegs, also
ich lasse dann nur meine Freunde und mich rein, kann es halt dann passieren, dass jemand anders dorthin fliegt, es entdeckt und die Koordinaten selber weitergibt, dann wird es aber nach ihm benannt. Also da muss man sich dann überlegen, möchte ich das System nach mir benannt haben oder möchte ich es lieber jetzt erstmal für mich haben und dann ist es aber vielleicht später weg und heißt jemand anders. Ja. Da ist noch eine Meldung. Gerade für größere Clans würde es sich ja theoretisch anbieten, dass man als Clan seine eigene Raumstation bauen kann, indem ich Ziele, wie zum Beispiel Habitate etc. erweitern kann und damit zum Beispiel auch seine eigene Markt anbieten kann, wo man die Items, die man als Clan erweitert hat, zu selbst bestimmten Preisen verkaufen kann. Okay. Also, ich wiederhole es nochmal kurz. Die Frage ist, ob man eigene Raumstationen baut und mit Modulen erweitern kann und ob man auf diesen Raumstationen Händler einrichten kann, die Waren zu selbstbestimmten Preisen verkaufen. Okay, so X-mäßig ein bisschen. Also wie der X-Serie. Okay, so the question is, we kind of answered part of that already. When you can build your own space stations and expand those space stations with different modules, and whether you're able to build traders into those stations where you can sell goods by your own prices. Yes, okay, so we're going to allow players to own some of the economic nodes. Like, so in our game we call a store or a factory an economic node. So we're going to allow players to own some economic nodes and even maybe build and create some economic nodes. But it's going to be, obviously if we have 2 million or 3 million people, everyone can't own one of these. So it's going to be something that you work towards, maybe it's expensive, it's difficult, or there's only a limited number of slots on any one planet. But we are definitely going to allow players to do that, and people will have their own version of it. If they want to go to one side of the galaxy and collect a really good, powerful god, and then take it and have a store on the other side of the galaxy that sells them, then you can do that. So like in real life, we're looking to have like different items around the universe. You have to go to the planets to buy it. But maybe someone makes a business out of finding the interesting things and collecting them and having their own store that they sell to other people with. So we're trying to have that kind of gameplay in there as well. Also es wird so sein, dass es im Spiel wirtschaftliche Knotenpunkte gibt, also Fabriken, Raumstationen und Läden, die man tatsächlich selbst besitzen kann. Das wird aber natürlich nicht so einfach sein, das wird man nicht von Anfang an tun können im Spiel. Das muss man sich erstmal erarbeiten. Das ist wahrscheinlich, oder wird wahrscheinlich dann am Ende sehr teuer sein, irgendwas Eigenes zu besitzen. Es wird aber dann tatsächlich möglich sein, ein eigenes. Also anders gesagt, eins kurz vorher noch, es gibt nicht unendlich viele von diesen Knotenpunkten. Also man kann nicht einfach beliebig das Universum mit Fabriken und Läden zustopfen, das wird nicht gehen, aber man kann sie auf jeden Fall besitzen. Und es wird so sein, dass wenn man einen eigenen Laden hat, man dort tatsächlich auch Waren anbieten kann zu den Preisen, die man für richtig hält. Also wenn man irgendwie am einen Ende des Universums eine super coole Waffe gefunden hat oder eingekauft, kann man die zum eigenen Laden am anderen Ende des Universums bringen und dort für einen teuren Preis verkaufen. Wenn die Leute da noch nicht gehört haben, dass es dort drüben viel billiger ist oder so ähnlich. Also sprich tatsächlich die Antwort des Jahres wird ist. Das war jetzt in dem Clan, auch im Rahmen eines Clans und einer Gilde oder als Einzelspieler auch. Oh, is it possible for a clan only, or can I also own those stations or those shops as a single person? No, a single person will be able to do it. It doesn't need to necessarily be a clan. Okay. So it just sort of depends. There'll be different levels. So, you know, the bigger enterprises, you may need a clan because it's more expensive. But definitely going to allow people to have their own, you know, equivalent of a mom and pop store. Okay. Also es wird schon so sein, dass man auch als Einzelperson den Laden besitzen kann. Im Clan wird aber natürlich mehr Möglichkeiten haben. Als Gilde kann man dann wirklich ein Unternehmen gründen, richtige Warenketten kontrollieren und einfach mehr tun, logischerweise als ein einzelner Mensch tun kann. Aber auch als einzelne Person kann man in diesem Wirtschaftskreislauf einzelne Stationen besitzen und managen. Okay, noch eine Frage. Well, a very simple question about a single player. Freelancer got this amazing system of combining bars, hang around bars, doing performing sounds, random generated pictures, and performing things with a story. We have to be forced to only do the story, like what
Squadron 42 oder nur um den Online-Part? Es geht jetzt nur um den Singleplayer, nur um Squadron 42. Okay, um Star und Zufalls. Also die Frage ist... Der Part, also das ist ja eigentlich Star Citizen ist, wird das erleben. Genau. Aber mir geht es jetzt nur um Singleplayer. Okay, also die Frage ist, ob es auch im Singleplayer-Teil des Spiels, so wie damals im Freelancer, zufallsgenerierte Missionen geben wird, die man da erledigen kann, oder nur Story-Missionen, die vorgegeben sind. Okay, sorry, I think I got the question, but then the bit about Squadron 42 in the end. No. Okay. So the question is whether there will be randomly generated missions in the single-player part, the single-player campaign as well, in Squadron 42, or whether there will only be story missions which are pre-made by you. Okay, so Squadron 42 is like Wing Commander, so it's a design narrative story, so there won't be randomly generated missions. I think we have some cases where occasionally you can leave the story path and do a side mission, and there's different options for that, but they're all designed. In the game Star Citizen, there is a combination of procedural, randomly generated missions, and also specific story missions. So I would say Star Citizen, even though it's multiplayer, if you play it, it should actually feel, and you just don't want to be more like Freelancer's single player, it will feel to you kind of like Freelancer single player, and you will have that same experience. But in the Squadron 42 part of the game, it's like Wing Commander. It's a very specific narrative experience, but it does branch. So it's not linear. You can take this way or this way depending on the path, or here you have there's different wingmen, and you can get friendships and have friendships with them, and that will determine which way that story branches. But it is a beginning and an end. It's not random like in Freelancer was for the missions. Okay, also es wird so sein, dass Squadron 42 als Kampagne angelegt ist, die eine Geschichte erzählt und die auch diese Geschichte vorantreibt. Das heißt nicht, dass sie streng linear ist, es wird Nebenmissionen geben, die man in dieser Kampagne annehmen kann, und die Kampagne wird sich an manchen Stellen auch verzweigen, je nachdem mit welchem Flügel man zusammenarbeitet. Also weiß nicht, die bisschen älteren werden vielleicht Wing Commander noch kennen. Es ist ja so, dass man da Flügelmänner hat, die mit einem zusammen die Mission absolvieren, mit denen kann man eine Freundschaft schließen oder eben nicht. Mit denen kann man sich auch unterhalten, und je nachdem, wie man sich da entscheidet, auch in Squadron 42, kann es sein, dass die Kampagne ein bisschen einen anderen Verlauf nimmt. Kann es sein, dass man da ein bisschen in andere Zweige reingerät, dass sich die Geschichte ändert. Es wird nicht streng linear sein. Es wird aber tatsächlich nicht so sein, dass es da wirklich zufallsgenerierte Abschnitte gibt oder zufallsgenerierte Aufträge. Die gibt es tatsächlich nur in der Online-Galaxie, aber das muss es wieder schon. Genau. Okay, noch Aaron. There's some question, how far is the playability of ships, like maybe because in the video we only see the fighter class, and maybe carrier class if it's possible to control, to exchange the hangar, like putting in bombers to bomb planets or other asteroids, or maybe also infantry units like tanks to conquer a planet or something like that. I don't know how far it is. So the adjustments of the ship. Also ja, wie man Wir haben die Klasse, die man spielen kann, ob da jetzt auch der große Träger dabei ist, indem man jetzt die einzelnen Schiffe auch anpassen kann, nach der Gilde entsprechend, ob man jetzt Planeten eingeben will oder auch Weltraumgekämpfe machen, dass man Jäger in den Hand hat oder jedenfalls auch Bomber. Okay. Sogar Planeten einzunehmen, Panzer, Infanterie, sowas, wie weit also die Spielbarkeit der Schiffe ist. Okay, also ich versuche es zusammenzufassen. Die Frage ist, ob man dort nur im Weltraum kämpfen kann, mit den Jägern und Trägerschiffen, was sie bis jetzt gezeigt haben, oder ob es auch tatsächlich sein wird, Planeten oder zumindest Schauplätze auf Planeten, nehme ich mal an, zu erobern mit Infanterie, mit Panzern, mit Bodentruppen, ob es einfach mehr spielerische Möglichkeiten geben wird, außerhalb dieser Raumschiffskämpfe. Ja? die Anpassungsfähigkeit, oder? Von den Klassen. Video ja nur, dass man Jäger spielt. Nur der Jäger hat auf den Träger, als ob es auch im Rahmen zwischen Gildenmöglichkeiten ist, dass man als Squad mehrere Jäger spielt und einer dann der Commander von dem Träger ist. Ich weiß nicht, ob ich da was in die Richtung habe. Also wie das funktioniert, wenn man den Träger zusammenspielt, ob einer der Kommandant ist und die anderen fliegen Jäger, ob auch mehrere Leute vielleicht den Träger bemannen können. Okay, ich glaube, das teilbar auch für zwei Fragen. We can split this into two questions, I think. The first one is whether there will be fighting on the planets as well, because we've seen a lot of space fighting in the trailers,
but do you also plan for players to be able to land on planets, fight for ground targets with ground troops and tanks, for example? Okay, so the game as it begins, there will not be combat on the planets. Later on, since this will be online and over many years we'll add stuff, that's actually one of the features we want to add. There is combat, first-person combat, and for shipboarding, so you're fighting for a ship first person, there's combat in space, and you can fly different levels of ships, so you can play everything from a small fighter, which you sort of see in the trailer, but you can pilot everything up to a big carrier. And you can have, and so it's designed so you can have your experience flying by yourself, or maybe 3 or 4 of your friends flying a bigger ship like the Millennium Falcon size ship. Have to crew it together and fly fighters and work in concert. So that's actually one of the things that I'm proudest of in the game, is that idea of working, the cooperative, having your friends in the different ships, but all with the same level of detail as you have for the small ship. Okay, we actually answered both questions already. Also es wird so sein, dass es zum Start von Star Citizen noch keine Kämpfe am Boden geben wird. Das ist was sie in Zukunft gerne machen würden irgendwann, wenn das Spiel gestartet ist. Also es ist auch was sich Chris wünscht, aber es wird am Anfang jetzt noch nicht umsetzbar sein, aber wer weiß, vielleicht irgendwann in naher Zukunft nach dem Start des Spiels. Es wird aber möglich sein, andere Schiffe zu entern und dort, also im Innenraum dieser Schiffe zu kämpfen, oder irgendwie einen Frachter entern oder sowas. Und diese Kämpfe werden, oder kann man dann auch austragen in der Ego-Ansicht. Also es wird sich ungefähr spielen wie ein Shooter. Man kann dann tatsächlich um diese Schiffe kämpfen und sie auch erobern. Und es wird natürlich so sein, dass man mit Freunden zusammenspielen kann, was schon in deine zweite Frage reinspielt, und zusammen ein großes Schiff bemannen, wie zum Beispiel eben einen Träger, wo man auch mehrere Stationen besetzen muss. Und die Freunde können sich dann zum Beispiel in ihre Jäger setzen, die im Hangar dieses Trägers stehen und ausschwärmen, wenn jemand angreift. Also man kann dann verschiedene Rollen tatsächlich einnehmen an Bord dieses Trägerschiffs. Dann kommen wir aber nochmal kurz noch zurück zur zweiten Frage, vor allem, was mich tatsächlich auch selber interessiert, ist, wie diese Rollen aufgeteilt werden. So, part of the second question was how the roles on board a carrier will be distributed between players. So what roles can players take on board a carrier? Okay, so on a bigger ship, obviously there'll be the role of someone who's piloting the ship. But like on the equivalent of sort of a carrier style ship, so we have a ship, there's a Corvette right now that's the biggest ship that a player can have at the moment. That has like a combat information center, so you can see like this hologram of where the fighters from your ship are, and you, as the player sitting in that seat, will say, you fighter attack this, you fighter, so you're in charge of that. Then other players will go to a turret and run the guns. Or maybe someone goes down to make sure the engine's working. So basically the roles will be distributed like you imagine if you watch Star Trek and the different people sitting at different stations. The same thing happens in our big ships. Alright. Es ist so, das größte Schiff, mit dem sie momentan experimentieren im Spiel, das ist noch nicht der Träger, sondern die Corvette. Und dort wird es tatsächlich möglich sein, dass ein Spieler die Rolle des Kapitäns einnimmt, des Kommandanten, der dann auf der Brücke sitzt. Also es wird so ein Combat Information Center geben, sozusagen eine Kampfzentrale an Bord des Schiffs, wo man tatsächlich mit seinem Spieler, wie der Kapitän in Star Trek, im Sessel sitzt und an dem Hologramm sehen wird, wo denn gerade die Verbündeten sind, welcher Jäger gegen welchen anderen Jäger kämpft. Und man kann dann als Kapitän natürlich auch sagen, du machst das, ihr fliegt darüber, ihr kämpft gegen die. Ob das die Spieler dann machen, bin mal gespannt. Aber man kann es zumindest als Kapitän tun. Wenn man eine gute Truppe hat, müsste das auch funktionieren. Und es wird an Bord dieses Schiffs dann auch wiederum wie in Star Trek noch andere Stationen geben, die bemannt werden müssen, damit das Schiff ordnungsgemäß funktioniert. Zum Beispiel eben eine Station, bei der man sich um die Triebwerke kümmert, dass da alles ordnungsgemäß funktioniert. Also müssen sich dann auch tatsächlich mehrere Leute kümmern, dass das Schiff eben ordnungsgemäß fliegt. Eine Frage ist noch, und zwar, muss man unbedingt Sprungbücher oder Sprungtore benutzen, um in ein anderes System zu gelangen? Wenn ein Sprungtor sehr stark von Piraten oder irgendwelchen Banditen überlagert ist, dass man da einfach quer, auch wenn es ein paar Stunden dauert, durch den ersten Raum und so in ein benachbarte System kommt. Oh ja, interessant. Also die Frage ist, ob man tatsächlich durch Sprungtore nur oder Sprungpunkte von System zu System fliegen kann oder ob es auch möglich wird, zum Beispiel, weil die Punkte irgendwie von Banditen oder Piraten belagert wird, im offenen Raum zu einem anderen Sonnensystem zu fliegen. Es kann
vielleicht eine Weile dauern, aber ob das überhaupt geht. Okay, the question is whether it will be only possible to fly from star system to star system via jump gates, or whether you can also fly through open space. For example, the jump gate is being blockaded by bandits or pirates. So you will not be able to go from star system to star system without going through a jump point. Mainly because they're many light years apart, and we're not allowing anyone to fly in real-time space quicker than like 0.2 of a light year. Inside the system, you can either fly just straight, or you can do what we call autopilot walk, so you can jump from areas. So if you remember Wing Commander or Privateer or even Freelancer, you can sort of walk to an area, so you don't have to sit there flying all the time. But between star systems, you have to go through a jump point. But we're probably going to make it so you can't blockade a jump point very easily, especially in controlled space. So people can't jump it off that easily. But that's a balance thing we have to do for the game. Okay. Es wird tatsächlich so sein, dass man von System zu System nur reisen kann über Sprungpunkte. Es wird nicht möglich sein, durch die offene Galaxis zu fliegen, weil ja tendenziell Lichtjahre zwischen den Systemen liegen und die 100 Jahre hat dann auch niemand, um von einem System zum anderen zu fliegen. Also das wird nicht möglich sein. Sie wollen es aber nicht so leicht machen, den Sprungpunkt zu blockieren. Also sie wollen schon darauf achten, dass man Spieler nicht davon abhalten kann, durch diese Galaxis zu reisen. Eine andere Sache wird es sein, wenn man sich in dem System selber befindet. Dort kann man tatsächlich von Punkt zu Punkt fliegen, weitgehend frei. Und auch auf dem Planeten kann man unterschiedliche Orte besuchen. Da wird es dann Reisesysteme geben, man kann von Raumhafen zu Raumhafen springen, dort auch rumlaufen. Also da wird man relativ frei reisen können. In der Galaxis außerhalb von Sprungtoren aber nicht. Hier ist noch eine Frage. About the stability of the environment. For example, when you are on an asteroid field, the millions of the asteroids were nearly indestructible with the plants. Will they be destructible in star systems? For example, when you are followed by another player, you destroy an asteroid and the player behind you has to break or decrease. Okay. Did you hear that? Die Frage ist, ob es zerstörbare Objekte geben wird im Weltraum, zum Beispiel Asteroiden, also wenn da irgendwie eine Rakete einschlägt, ob der dann irgendwie zerspringen kann, ob das möglich sein wird in Star System. So, yeah, the asteroids will be destroyable, and if you blow one up and there's debris like the Star Wars chase through the asteroids, you'll have to avoid it. The only thing I'll say is that the game won't, unless it's a really big asteroid, it won't remember the persistence. Like if you go away and come back like the next day, then probably you won't have all the little bits of the asteroid, just because that's really difficult to do, so you remember on the big side. But in any combat or battle, yes, the asteroids are destroyable and break apart, and you have to avoid chunks getting away. Also die Antwort ist tatsächlich ja, wenn man im Asteroidenfeld kämpft und ein Asteroid wird getroffen, kann dann zerstört werden, da kann unterschiedliche Teile zerspringen, die man dann auch ausweichen muss. Also es wird so richtig zu Verfolgungsjagden führen, indem man halt dann um diese Asteroiden oder Asteroidenbruchstücke rumflitzt, wie man es aus Star Wars kennt so ein bisschen. Es wird aber auch so sein, dass wenn man dann einen Tag später noch wieder zurückkommt, das Universum sich schon regeneriert haben wird, entweder komplett, also dass diese Asteroiden schon wieder komplett ganz sind, oder dass es zumindest weniger Bruchstücke gibt. Es ist also so, die Galaxis, es wird da keinen bleibenden Schaden geben, sondern sie heilt sich dann mit der Zeit wieder. Gut, dann würden wir jetzt zur letzten Frage kommen. Okay, so we're gonna do the last question. Okay. Okay. Make it a good one. Ach da, schon wieder. So, bitte. Ja, ich habe noch mal so eine andere Frage, was die Designer angeht des Spiels. Bei den Raumschiffen ist es ja so, dass sie relativ realistisch auch an Autos angenähert sind, habe ich ja vorhin schon gesagt. Arbeitet man dann auch mit Grafikern, die aus der Wirtschaft kommen, vielleicht zusammen, Werbeagenturen oder sowas, die vielleicht dann auch die Company Logos oder sonst was designen, das Ganze glaubwürdiger zu machen? Ah, okay. This is about ich wiederhole es erstmal auf Deutsch ganz kurz. Es geht darum, ob man bei dem Design der Raumschiffe, beim Design von Logos und so weiter und so fort, also bei allem, was in diesem Universum designt wird, tatsächlich auch mit Leuten aus der realen Wirtschaft zusammenarbeitet, die wissen, wie man sozusagen industrielles Design macht einfach. Also die dazu beitragen können, dass alles in diesem Universum glaubwürdig sein wird, so wie es ja auch ungefähr so aussieht, wie es auch in der echten Welt aussehen würde. Dein Beispiel war ja, die Raumschiffe sind auch ungefähr so designt, wie heutzutage Autos designt sind, oben so zumindest. Und ob man das eben für alle Aspekte des Spiels dann auch anwendet und noch weiter ausbaut. Okay.
the question is about the credibility of the universe. An example he gave was that your spaceships look like they are manufactured like cars and designed like cars. And there is really an industrial design philosophy behind it, which you also posted on our website. And the question behind this is whether you will be expanding that, or whether you can even imagine working together with people who work in actual real-world industries to get this kind of real-world industrial feeling into the game. So you have really a feeling of corporate design in the game, not only applying to spaceships, but also to logos in the game, to factories, and so on. So no, definitely that's deliberate in the game. The big difference between this and my older games is because we have the level of detail, you can be inside, you can sit down, you can use things, you move around inside. We have to figure out, can you fit? How do you get in? Where do the landing wheels go? All these things that in the past you never had to worry about. So there actually is a lot of industrial design that goes on, and a lot of times when we look at designs, we're like, okay, but how do you get in, or when does the canopy close? So we do that. Right now we actually have a combination of we use a lot of people that design for movies like Avatar or Star Wars. And there is a certain amount of their design that is kind of industrial, because even when you build a prop, the actor has to get into it and all that. So we do that, and we definitely will work with, we have some designers that also do industrial design, and they are contributing. So that happens at the concept stage. Once it gets finished, then the game artists take that and put it into the engine and texture it. But it's a big part. So we're thinking like, we even have several artists, all their job is to do logos for all the companies in the universe, and we have to do logos, because like on a movie, if you did a big movie, there would be people designing the logos to go on all the walls, and we do exactly the same thing, because we're trying to make it as real and tangible as possible. And that was one of the things I brought back from my time in movies to what we're trying to do with Star Citizen, to make the world as believable. In movies they say suspension of disbelief, and that's what we're trying to do with Star Citizen. Okay, also es ist tatsächlich Teil dessen, dieses Universum zu beleben und wirklich sehr auf Design zu achten. Was Chris in der Zeit gelernt hat, als er Filme gemacht hat, unter anderem den Wingcommander-Film, nach dem Wingcommander-Spielen hat er dann eine Zeit lang Filme gemacht, und das ist tatsächlich was, auf das in der Filmbranche sehr viel Wert gelegt wird, dass sich ein Universum durch das Design der Dinge, eben unter anderem der Raumschiffe, der Logos, lebendig und glaubwürdig anfühlt. Und genau das soll auch in Star Citizen der Fall sein. Chris und sein Team machen sich viel mehr Gedanken darum, wie Raumschiffe, wie Dinge in diesem Universum aussehen und wie sie funktionieren. Also zum Beispiel, wenn ein Schiff landet, wo klappt es denn da irgendwie seine Landeklappen aus? Wie funktioniert das? Und es soll eben dann tatsächlich so aussehen, als könnte dieses Schiff, so wie es im Spiel ist, im echten Leben tatsächlich existieren. Und dafür arbeiten sie auch mit Konzeptzeichnern zusammen, die vorher auch schon an Filmen gearbeitet haben, also zum Beispiel an Avatar oder an Star Wars. Es sind also Leute, die sich mit Konzeptzeichnern und dadurch auch mit industriellem Design auskennen. Und die entwerfen dann auch nicht nur die Schiffe, sondern sie entwerfen auch die Logos. Und Chris macht das sehr viel Spaß, sich tatsächlich um jedes Detail in diesem Universum zu kümmern, sich auch tatsächlich um jedes Logo zu kümmern, das da irgendwo an der Wand kleben soll, damit das zueinander passt, stimmig ist und sich eben einfach lebendig und echt anfühlt. So that was a very nice final point. It just has to feel lifelike and real, the Star Citizen universe. So Chris, thank you very much for joining us on stage. You're welcome. I hope everybody of you had fun. And I want to say thank you to everyone out here. There's a lot of people that have helped back the game, so thank you everyone that helped back the game. So, and maybe I think we have an event tomorrow night that hopefully a lot of you will come to. And I believe we're doing a taping of the show that we do on our website every Friday at the Hyatt Beer Garden at 4 o'clock today. So if people are fans, they want to come by and see the Wingman show done live, please come by to Hyatt Beer Garden. Are you doing this today? Today at 4 o'clock, yes. Okay, and where exactly? The Hyatt Beer Garden. Ah, at the Hyatt. Yeah, they have a beer garden outside of the taping. 4 o'clock. Yeah, 4 o'clock. Alright, also, Chris, danke euch nochmal vielmals, euch allen für die Fragen, vielen Dank fürs Kommen und natürlich auch vielen Dank an alle, die das Spiel unterstützt haben. Morgen wird es ein Fan-Event geben hier in Köln, bei dem zum ersten Mal das Hacker-Modul gezeigt wird. 1200 Leute werden da sein. Leider ist es schon ausverkauft, also sprich, wer noch nicht angemeldet ist, was einige vielleicht sind, wird halt nicht mehr dort reinkommen können. Aber
Es wird heute im Biergarten des Hyatt Hotels, das ist hier in der Nähe der Messe, heute Abend um 4 oder heute Nachmittag um 4 ein kleines Fan-Event geben, bei dem man Chris auch nochmal treffen kann. Also wer da zufällig in der Nähe des Hyatt ist und vielleicht auch Bier mag ja auch den einen oder anderen geben, der kann da gerne hinkommen und sich nochmal mit Chris zusammensetzen. Also vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr da wart. Nochmal einen Applaus für Chris Roberts und Michael Naht. Thank you very much. Thanks, thank you very much. Okay, bei uns gibt es jetzt eigentlich fast nach.